Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung hier aus der Lufthansa Business Class auf dem Weg nach Frankfurt. Eigentlich wollte ich euch die Sendung aufnehmen in Frankfurt, aber Lufthansa ist heute Morgen nicht geflogen und nein, Lufthansa ist nicht schuld. Die Geschichte ist relativ simpel. Der Flug heute Morgen LH855 ab Helsinki ist nicht geflogen, weil der Flieger gestern Abend nicht aus Frankfurt nach Helsinki fliegen konnte, weil man hatte festgestellt, dass ein Passagier, also eigentlich Passagierin, war ja eine Dame, an Bord des Fliegers war, die nicht hinzugehörte, ohne Bordkarte, ohne alles. Also interessant, wie so etwas passieren kann. Daraufhin ist der Flieger natürlich evakuiert worden, hätte ich fast gesagt, also rausgeholt worden, die Leute wieder alle kontrolliert worden. Und dann war in Frankfurt Curfew und somit war der Flieger dann nicht da. Und dann hat man halt aus Hamburg irgendwie Hamburg, Frankfurt, Helsinki draus gemacht. Und der ist dann erst heute um 12 Uhr irgendwas in der Ortszeit losgeflogen, also mit über 5 Stunden Verspätung. Aber da muss man sagen, Lufthansa hat gut reagiert. Jetzt aber das zur Erklärung, warum ich so spät unterwegs bin. Trotzdem haben wir eine frisch gepresste Sendung für euch. Und mein Name ist übrigens Lars Korsten und wir haben Frequent Traveler TV, falls ich das nicht gesagt habe. Die Themen, die ich für euch habe: Airbus mit schwachen Zahlen im Januar 2026. Denn der Jahresstart ist aber interessant für die Lufthansa Group, weil ein Lufthansa-Flieger gekommen ist, der spannend ist. Also Swiss ist es gewesen, Lufthansa Group. Wetlease bei Eurowings, da gibt es GetJet ab Hamburg in 2026, vielleicht für den einen oder anderen nicht so prickelnd. Dann haben wir das Andaz Vienna, eins meiner Go-To-Hotels in Wien, um ehrlich zu sein. Da ist eine Umflaggung nötig, das wird eine Regency. Und wir haben Qatar Airways einen Business-Class-Deal ab Deutschland nach Hongkong für 2000 ein bisschen Euro mehr. Also ganz wenig, 20, also unter 2100 Euro. Das sind die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe. Ihr denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und dann kommt auch auf School, dann können wir das Ganze diskutieren. Heute werden wir auf dem Stammtisch natürlich in Frankfurt, wenn ihr spontan in Frankfurt seid oder Frankfurt kommt. Ich weiß gar nicht, ob es zu spät ist, aber auf jeden Fall morgen München, Stammtisch auch am Flughafen. Schreibt mich an, schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht, damit ich das auch sehe, könnt ihr kommen. Das erste Thema ist halt der Start von Airbus ins Jahr 2026, der schwach war. Man startet verhalten ins Jahr 2026, hat nur 19 Auslieferungen, darunter die zweite 350-900er für die Swiss. Gleichzeitig erhält man aber auch starke Orders bei der Airbus, und zwar einmal IAG, die Mutterkonzern von British Airways, und wie heißt es nochmal, Vueling und so weiter, Iberia. Dann gab es noch Spring Airlines, die haben auch Flugzeuge bestellt. Die Jahreszielmarke für 26 wird im Februar erwartet. Da wird man die Zahlen nennen, weil wahrscheinlich rund 900 Flüge. Aber es gibt immer noch die Lieferkettenprobleme und die Triebwerke sind gerade bei den 320er Neos das Thema. Ja, ab 23. Februar 2026 kommt der neue Airbus, der 350-900er von der Swiss in den Service, und der fliegt dann Montreal, Zürich-Montreal logischerweise. Und ab Sommerflugplan Ende März, es kommt Zürich-Seoul, circa 50 Minuten kürzere Flugzeit. Ja, 49 Bestellungen waren es übrigens insgesamt. Davon war bei der IAG, die ist übrigens International Airlines Group, falls ihr euch das mal gefragt habt. Ich habe es auch immer nicht gefragt und habe es immer verdrängt, aber das ist es, International Airlines Group, macht ja auch Sinn. Die haben 8 320 Neos und 2 321er Neos bestellt. El Algerie hat einen Airbus A330-900 bestellt und Spring Airlines 24 Airbus A320 Neos und 6 321er Neos. Also doch schon mal gute Zahlen. Ja, zur Zielmarke hatten wir uns geäußert, und ihr könnt ja mal sagen, wie realistisch ihr die Auslieferungen in 2026 mit 900 findet, wenn man die Probleme mit den Triebwerklieferanten dort sich anschaut, ob das auch dann positiv wird. Die Eurowings setzt ab Hamburg in 2026 einen Wetlease-Partner, einen GetJet, und die haben 6 Airbus A320er, und
Die Frage ist natürlich, ist Eurowings schon so wettleasig nötig? Das ist natürlich lustig, in Anführungsstrichen, denn man fliegt 6 Airbus A320 für Eurowings ab Hamburg. Man hat zu wenig eigene Flugzeuge bei der Eurowings, das ist das Thema. GetJet, wer ist das überhaupt? Was ist das? Die kommen aus Litauen, aus Vilnius. Die haben 7 A320er, 6 737-800 und einen 321er. Das heißt also, die 6 Airbus-Flugzeuge, die sie haben, 8 haben sie, davon werden 6 bei Lufthansa eingestellt. Durchschnittsalter sind 20 Jahre. Ist aber auch bei Hansen so, dass die Flugzeuge nicht alle jung sind. Und es ist ein reines Wetlease-Geschäft, was die GetJet-Leute betreiben. Also da hat man dann durchaus Spaß. Ich finde das natürlich gut, dass Wetlease transparenter behandelt werden, dass man es direkt bei der Buchung sieht oder beziehungsweise bei der Umbuchung sieht, dass dort dann steht, dass das ein Wetlease-Partner ist. Und wir hatten ja auch schon andere Wetlease-Partner bei Eurowings. Das sind natürlich die Avion Express, Malta Smartwings und natürlich auch Eurowings Europe, wenn man so will, kann man so ein bisschen so sehen. Ja, findet ihr, dass Wetlease eine Art Seuche ist, die um sich greift, oder ist es halt so, wie es ist? Und ja, was wäre da euer Thema? Und einmal kurz abhusten, sorry. Also insofern könnt ihr da, ich muss mal, glaube ich, das gute Wasser von Lufthansa nehmen. Kommt das immer noch aus Dänemark? Auf jeden Fall sollten die Airlines verpflichtet werden, bei Wetlease-Einsätzen einen Mindest-Service-Level sicherzustellen. Weil bei Finnair zum Beispiel das Thema ist folgendes: Wenn du einen Wetlease-Partner hast oder auch bei Lufthansa, die haben zum Beispiel kein Internet an Bord. Und wenn ich das Internet an Bord nicht hätte, worauf ich heute gerechnet habe, weil mir das angezeigt worden ist, hätte ich die Sendung nicht vorbereiten können. Und das ist natürlich dann immer ärgerlich, wenn man dann 2,5 Stunden oder 2 Stunden 10 ist die Flugzeit, hier so unproduktiv ist. Ach ja, ich kann eigentlich noch zum Thema Flug sagen, die Lufthansa-Crew heute wieder tipptopp, also da gibt es keine Klagen, die haben alles rausgeholt, lustig, super. Also insofern auch das Essen der Business Class, ich habe es nicht gegessen, aber die Leute haben es genommen, die fanden es gut. Also insofern aus meiner Sicht kein Heulen über den Flug und die Verspätung. Und ja, eine Sache aus dem Rahmen, die ich auch noch berichten muss: Es gibt für mich auch keine Kompensation, obwohl ich so viele Stunden zu spät komme, weil ich habe ja das Ticket clever gebucht, nämlich Helsinki, Frankfurt Stopover, ja, Stopover, und dann morgen dann nach halt München. Und damit ist München mein Turning Point, weil mein Rückflug von München über Frankfurt nach Helsinki, der dann geht, ist München halt das Endziel rein formal, und damit komme ich morgen nicht zu spät an, also keine 250 €. Aber ich habe in dem Fall jetzt ehrlicherweise gesagt, gut, da kann die Lufthansa nichts für, das war halt so. Ist halt so. So, jetzt weiter mit den frisch gepressten Themen, die ich habe, und zwar, das ist das Hyatt-Portfolio in Wien, das anders eins meiner Lieblingshotels neben dem Hyatt, wie heißt es nochmal? Jetzt habe ich da im Bank of Austria Gebäude ehemals. Und zwar, also manchmal hat man ja echt Schlick, ne, auf den Gedankengängen. Aber ihr wisst, welches Hotel ich meine. Auf jeden Fall, das anders gehört genauso wie das andere Hotel zum ehemaligen Portfolio des Sigma Owners und jetzt Knast-Experten Benko. Und da ist es so, dass das natürlich dort ehrlicherweise jetzt umgeflaggt wird. Der Betrieb bleibt voll geöffnet, Personal wird übernommen, alle Buchungen gehen Gott sei Dank weiter. Und dieses Hotel ist dann halt quasi ab dem 13. April anderer. Der Verkaufspreis sind 92 Millionen. Der neue Eigentümer ist die DK Bank mit der West in West. Betreiber ist die MHP Hotel AG in Franchise. Das Rebranding erfolgt ab dem 13. April, in der Nacht- und Nebelaktion vielleicht. Das ist komplett weiter geöffnet. Das Hotel, bestehende Buchungen bleiben gültig. 300 Zimmer, man hat 25.800 Quadratmeter. Ist ein Kategorie 3 Hotel bei Hyatt, was ein Top-Value für Wien darstellt. Und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich eine super News. Und dass ich jetzt auf den Namen von dem Hyatt nicht in Wien komme, Erkältung. Es tut mir leid, Freunde. Aber so habt ihr einen Grund, was zu schreiben. Das letzte Thema ist der Deal von der Qatar Airways.
Vorher müssen wir noch die Frage des Tages machen. Und zwar, wird das Hotel nach der Umflagung von Anders zu Hyatt Regency im Punktewert oder in der Kategorie steigen? Und vor allem, kriegen Sie eine Lounge? Ja. Also, Qatar Airways, Business Class, Deutschland Deutschland nach Hongkong für etwas über 2000 Euro. Wichtig ist, der Abflughafen wäre zum Beispiel Frankfurt am Main. Der Business-Light-Tarif, kein Loungezugang, keine kostenlose Sitzplatzauswahl, Loungezugang plus 200 Euro pro Richtung. 40 Kilogramm Aufgabegepäck. Mein Gutschrift ist für die Buchungsklasse R. Wer zum Beispiel bei British Airways oder sowas hat, bekommt da halt 125% der Distanzmeilen. Es wird häufig die Q-Seat geflogen, aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist auch schon mal ein anderes Fluggerät eingesetzt worden, diese Cathay Pacific Geschichte, die man da einsetzt, diese Wet-Lease-Geschichte. Wobei, wenn die Q-Seat kommt, ist das natürlich relativ geil, weil Dynamo-Mat, hoher Service und vor allem die Suite ist leider sowas von cool. Wer von euch schon in der Q-Suite geflogen ist, kann ja unten auch kommentieren. Umbuchung ist 300 Euro, Tarifdifferenz kommt natürlich noch on top. Refund ist natürlich nicht möglich. Also insofern könnt ihr was dazu sagen. Ja, sagt ihr, die Lounge lohnt sich in Doha für 200 Euro Zugang oder eher nicht? Was ist da eure Meinung? Ihr denkt dran, natürlich wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ich freue mich, dass ich hier aus dem Flugzeug euch eine Sendung machen konnte. Also in dem Sinne, euch viel Spaß, eine geile Zeit und wenn ich euch auf dem Stammtisch sehe, natürlich super, super. Ja, was soll ich noch sagen? Alles gut, oder? Ja, also in dem Sinne, bis dann, Kanal abonnieren, Glocke, Like, School und viel Spaß beim Abspannen. Bis dann, ciao.